Dann, meine Damen und Herren, die Frage ist also, wo ist das im Menschen? Ich glaube, man kann diese Frage auch so stellen und auch so beantworten, wenn wir als Beispiel den Menschen nehmen als eine Vielheit wie das Farbenspektrum, ein Beispiel, welches ich letztes Mal schon im Zusammenhang mit dem Indischen gab, dass man den Menschen sieht nicht als eine der, sagen wir, 7 Hauptfarben des Spektrums, sondern als eine Einheit auch von allen Farben, so wie etwas erst erscheinen kann, richtig, so konkret, wie wir dann sagen, wenn es die ganze Spektrum in sich enthält. Sonst könnte es gar nicht richtig hier erscheinen. Das will also, das Beispiel gilt physisch schon, will aber, wie jedes Physische, doch auch sagen, es ist die eine Seite des Koans und die andere Seite ist eben das Unsichtbare, wo das Gleiche stattfindet, aber mit einer anderen Dimension hineinfallend, dass man sagt, hier ist also das Gleiche, aber ich kann die Farben nicht sehen. Tatsächlich, wenn ich dann sagen müsste, ich muss auch die Farben beim Menschen so studieren, finden wir schon ein paar Farben, aber nicht all das und kann nicht alles erklärt werden. Es gilt nicht nur bei den Farben, wir kennen auch die Tonleiter, wo es auch diese 7 zum 8 gibt, so wie wir das rechnen, diese Oktavmöglichkeit. Dann sagen wir auch erst, wenn alle Töne da sind, erst dann kann man eine Melodie zusammenstellen. Wenn einige fehlen, dann geht's einfach nicht. Es muss eigentlich alles da sein. Das will also sagen, beim Menschen sind im Prinzip alle Aspekte da. Der Japaner, Inder, Chinese, Russe, Europäer und so weiter, all das ist im Menschen da. Auch sogar das, wir es nennen, der Mystiker und der Rationalist, sind alle da. Wenn eins fehlen würde, dann wäre der Mensch einfach nicht existent hier und auch nicht existenzfähig, wie wir dann auch dann manchmal sagen. Merkwürdig ist auch, dass dort vom Zen her gesagt wird, eine Beziehung im Menschlichen ist eben nur möglich, wenn es der Bereich des Geheimen gibt. Wenn alles klar sein muss und auf diese Klarheit, also wissenschaftlich klar, psychologisch klar, könnte man sogar sagen, sein müsste, dann ist eben die Beziehung schon untergraben. Denn es gibt eben das andere nicht. Beziehung kann nur sein, weil ein Geheimnis da ist. Die religiöse Beziehung, sagen wir vom Menschen zu Gott, was man auch unter Mensch versteht oder unter Gott verstehen möchte. Jedenfalls, diese religiöse Beziehung ist nur möglich, weil das Geheimnis da ist. Sonst wäre nur das Rationale und dann ist tatsächlich die logische Schlussfolgerung, Gott ist tot. Der Rational mit dieser Theologie muss das auch als Schlussfolgerung dastehen. Ist auch zwingend, dass es dasteht. Und es gilt auch für diese Leute. Gott ist ein Objekt geworden, man untersucht es und kritisiert es, unterwirft es auch der Evolutionstheorie und so weiter. Gott wird immer gescheiter und humaner, wie man dann sagt. Dass man alttestamentlichen Rachegott, den lässt man sich entwickeln, nicht? Und dass es dann sich immer süßer und lieblicher dartut, dann spürt man, auf diese Art stirbt das alles. Das ist vielleicht ein Schrei, der mit der Kreuzigung schon vieles zu tun hat, weil das Gleiche dann geschieht. Nun bedeutet eine Beziehung also,
die sei nur möglich, wenn ein Geheimnis da ist. Und das Geheimnis will eben sagen, das ist die Seite, wo ich die verschiedenen Farben getrennt eine von der anderen nicht erkennen kann, sondern dort, wo das helle, weiße Licht ist, wo alle Farben, wie wir dann wissen, sagen wir dann, zusammen sind. Und dann erst ist das weiße Licht da. Sonst wäre es nicht möglich, wenn nicht alle Farben mitwirken würden. Das Geheimnis ist eben diese Seite des weißen Lichtes, während die andere Hand, welche mittut im Klatschen, das Spektrum ist. Diese zwei begegnen sich. Das bedeutet, es kann im Menschen auch nur das Geheimnis da sein. Das bedeutet, es kann nur eine religiöse Beziehung beim Menschen existieren, wenn sein Farbenspektrum voll ist, besetzt ist. Das bedeutet also auch, der Japaner ist genauso in jedem Menschen da, oder wenn nicht, dann hat er kein Geheimnis mehr. Wenn der Japaner projiziert wird außerhalb, man sagt, das ist interessant, wir fahren hin und so weiter, wollen Sie kennenlernen oder wir importieren Sie, dann ist das gleich eine Leugnung der eigenen Ganzheit. Die Einheit des Menschen im Bilde Gottes, wie man dann so sagt, ist auch die Einheit Gottes. Also die Einheit der Zusammenhänge, dass nichts existiert ohne direkte Zusammenhänge mit allem anderen. Und so kann die Einheit des Menschen nur da sein, wenn auch tatsächlich alle Aspekte der Menschheit in Menschen sind. Dennoch fragen wir uns, und warum kennen wir dann in der Welt diese Verschiedenheit so wie im Spektrum, dass diese Verschiedenheit im der Menschheit da ist, geografisch auch eine große Verschiedenheit da ist. Und das bedeutet es, dass der große Kontinent, den man dann kennt, von Japan, könnte man sagen, bis praktisch England, das ist ein Kontinent, wo der Osten und Westen, und da hängt in der Mitte der amerikanische Kontinent, wovon man sagt, er hat sich gelöst von dem anderen. Man zeigt doch auch geografisch auf die Formen von Afrika und Südamerika, dass die, wenn man sie zusammenschieben würde, zusammenpassen würden. Das mal, wie man so schön geologisch sagt, es war eine große Katastrophe in der Welt, haben die Kontinente getrennt. Man sieht aber verschiedene Tier- und Pflanzenarten, die in Afrika und Südamerika tatsächlich zusammen sind. Das Gleiche gilt in gewissem Sinne auch von dem nördlichen Kontinent, wo schon bessere Verbindungen über Grönland und Russland so am Nordpol zustande kommt. Dann spürt man, die Welt drückt doch im Physischen etwas aus, was im Menschen auch da ist. Die Welt ist nicht etwas, was Sie sagen, das ist alles doch Lug und Trug. Diese Welt, wir sollen uns aus der Welt entfernen, das ist doch nichts, das ist Lüge. Die Welt ist, könnte man auch sagen, Ausdruck des Göttlichen. Wie jedes Geschehen in der Welt, das auch ist, und jeder Grashalm, jedes Tier, Schmetterling, Wurm, Raupe, all das doch auch die Einheit der Schöpfung in sich trägt und auch dort erkannt werden kann. Denn auch das Kleinste enthält derart viele vielfältige Wunder, und Wunder bedeutet eben, andere Dimensionen fallen ein. Es kommt etwas, was ich gar nicht erklären kann, es scheint etwas mitzuwirken, das tatsächlich von anderswoher kommt. Und dass man entdeckt, dass anderswoher, das ist eigentlich bei mir selber auch da. Bei mir selber wird das Leben erst schön, faszinierend, lebenswert, wenn das andere auch tatsächlich fortwährend Verbindung hat mit dem, was ich als Konkretes anerkenne. Mit anderen Worten, dann klatscht es auch fortwährend, das Konkrete mit diesem anderen, das hineinfällt. Das ist eben die andere Hand, die mit dieser begegnet und dann dieses Laut hervorruft. Der Laut, der unhörbar ist auf diese Art, aber dennoch vielleicht gerade deshalb sehr viel stärker
funktioniert, sehr viel wertvoller da ist. Wenn wir das Geografische dann sehen, dann bemerken wir, dass tatsächlich der Anfang dort sein könnte. Dass die Gelb- und Goldfarbe, wo man nach dem Prinzip des alten Wissens sagt, die sei im Osten, dass im Menschen diese Farbe da ist, also auch Farbe nicht im Sinne Farbe, wie wir dann Farben nennen, sondern als eine Tönung im Menschen, eine Eigenart im Menschen. Wir können es auch sagen, das sind verschiedene Wellenlängen, verschiedene Frequenz der Schwingungen, wie man es ausdrücken will, Farbe in Zahlen, der Farbe als Impression des Auges, der Gefühle, alles Mögliche, will sagen, hier ist im Osten etwas Merkwürdiges da. Nun ist die Zen-Auffassung vom Menschen, ich zitiere wiederum Hirata, weil ich immer lieber den Kontakt habe menschlich, als dass ich aus Büchern habe, die von westlich denkenden Menschen geschrieben wurden für den Westen und schon gleich deshalb korrupt sind, weil sie versuchen, in die Haut des anderen zu kriechen und das etwas zu zeigen. Nun, diese Mitteilung ist so, dass man dort den Menschen auch kennt als im Menschen selber Norden und Süden anwesend. Dass der Norden des Menschen, das seien seine Fußsohlen, seine Füße, Unterleib. Ja, je weiter von den Sohlen fort, je mehr geht man Richtung Äquator, kann man sagen. Der Süden des Menschen ist sein Kopf, der Scheitel. Von Scheitel bis Sohle kann man sagen, ist also von Süd bis Nord im Menschen. Das ist merkwürdig, dass man also das Geografische im Menschen auch erkennt und anerkennt. Dass dann deshalb der Osten des Menschen, wenn Sie sich geografisch vorstellen, die rechte Seite des Menschen ist. Wenn Nord-Süd so ist, ist Ost dann die rechte Seite des Menschen. Und der Westen die linke Seite des Menschen. Dass also die Bewegung Ost nach West eine Bewegung auch ist im Menschen selber von rechts nach links. Dass zum Beispiel die shintoistische Medizin, auch japanisch könnte man dann sagen, mit diesen Richtungen auch so rechnet. Und wenn sie sagt im Osten, dann meint dieser Mensch, soll sich nach Osten wenden. Wie sich auch wendet, ist rechts Osten bei ihm. Denn Nord und Süd ist bei ihm immer Scheitel und Sohle. Er braucht sich nach Osten so zu wenden. Das bedeutet also, dass man auch in dem alten japanischen Wissen, das aus dem Buddhistischen natürlich herkommt, eine gewisse Art des Buddhismus, und der wiederum aus dem Hinduismus hervorkommt, kann man sagen, das noch älter, kann man sagen, in den Veden schon dann da ist, dass man in dieser shintoistischen Medizin einfach den Menschen auch als solchen anerkennt und sagt, dann ist das Östliche die rechte Seite im Menschen und das Geografische will sagen, dann ist der Mensch so, dass die Richtung von Osten nach Westen geht. Merkwürdig ist, dass im alten jüdischen Wissen, ich habe es auch im Bauplan beschrieben, auch die Entwicklung von Ost nach West geht, von rechts nach links geht. Dass rechts erst da ist, das Unsichtbare, sagt man, das Geheimnis, das nicht hier konkret Erscheinende, und dann das linke, westliche Seite also, das ganz stark Erscheinende ist, das sehr konkrete, Tastbare ist. Das Koan also bedeutet, dieses Zusammenwirken im Menschen von rechts und links, dass der Mensch in der Mitte steht. Der Mensch steht im Zwischen. Nicht nur körperlich zwischen seiner rechten und linken Seite, aber überhaupt steht der Mensch im Koan, dass das Unsichtbare, die unsichtbare Hand rechts ist
und die sichtbare Hand links. Dass hier also in der Art des Handelns des Menschen, denn Hand und Handeln haben in der deutschen Sprache auch schon doch diesen Zusammenhang, dass hier rechts und links auch bedeutet, ich stehe im Zwischen, gerade zwischen dieser unsichtbaren Seite und der sichtbaren Seite. Dass der Mensch eine Existenz hat, immer im Zwischen. Wie das Heute, das Jetzt auch immer ein Zwischen vorstellt zwischen dem Vergangenen, wovon ich glaube, ich kenne das, und dem Unsichtbaren der Zukunft, und die Gegenwart, das Klatschen der beiden Hände ist, der unsichtbaren Hand der Zukunft mit der sichtbaren Hand der Vergangenheit. Da kommt der Laut des Klatschens hervor, und da sagt man, das ist der Mensch, der da ist. So ruft man dann auch im Klatschen, indem man sagt, das bist du. Die rechte Hand begegnet der linken Hand und man weiß, die linke Hand ist eigentlich richtig, die Hand, auch wenn sie rechts ist, und die linke Hand ist eigentlich die linke Hand, die rechte Hand ist aber die unsichtbare Hand, auch wenn es eine linke Hand ist hier, ist das Unsichtbare im Menschen, das nicht jetzt noch Gekannte, und dieser Zusammenprall, das Klatschen in Freude oder in Leid, wie man in Händen klatscht, wie die Bibel auch sagt, man klatscht vor Leid oder vor Freude in der Hand. Unser Applaus vielleicht ist auch von dieser Seite her, dass man eigentlich meint, ich weiß nicht, das interpretiere ich jetzt so, dass man meint, ich erkenne hier an, dass sich zwei Welten wirklich begegnet sind und deshalb kann ein Jetzt da sein, denn die Vergangenheit und Zukunft ist nur möglich, dass sie sich im Jetzt begegnen. Und sie begegnen sich im Jetzt so selbstverständlich, wie das Herz schlägt, selbstverständlich, wie der Atem praktisch immer selbstverständlich funktioniert und alles andere im Menschen selbstverständlich funktioniert. Das ist also hier auch Osten und Westen, will bedeuten, also Japan, China, ist im Menschen das, ist eigentlich das Mysterium, ist dasjenige, was beim Menschen erwartet. Du hast doch diese Seite, wo du staunen kannst, dass es das Wunder gibt. Deshalb auch vielleicht die Unbeweglichkeit des östlichen Menschen. Den westlichen Menschen oft ärgernd, weil er nicht dynamisch genug ist und er glaubt, er müsse ihn dann entwickeln zur Dynamik. Aber es ist im Menschen, aber auch in jedem Menschen das Gefühl, ich möchte jetzt Ruhe haben, weil ich in mir ein Geheimnis spüre. Auch in der Beziehung, die ich zum anderen suche, spüre ich, dass das Geheimnis gerne zwischen uns sein soll. Und das fortwährend zugrunde analysieren, kaputt analysieren der Sichtbaren und sagen, wie hast du dann gedacht und wie tust du dann? Sag's mir nur, nicht, dann weiß ich das, ist eine naturwissenschaftliche, ich darf fast sagen, zwischen Anführungszeichen, eine naturwissenschaftliche Unverschämtheit, eine Arroganz, die zu viel den Menschen einseitig sehen will, weil sie ihn so beherrschen möchte. Aber ich sagte zwischen Anführungszeichen, denn wenn das nur dieses östliche Menschen sein würde, dann würde die Frage sein, warum hat ein Mensch eine linke Seite und zeigt das Herz sogar mit einer Spitze nach links. Dann bedeutet es also, dann ist es die Dynamik des Konkreten genauso ein Aspekt im Menschen. Und wenn wir sagen, wir sollen alle Menschen jetzt umerziehen, umschulen, dass sie östlich werden, dann würde die Welt genauso untergehen, wenn man, ja, untergehen, ich meine nicht so physisch, so wie man auch sagen würde, nur westliche und das östliche ausrotten. Es bedeutet, im Menschen bedenke, du hast alle Farben des Spektrums. Und merkwürdige Deutung aus dem Buddhismus, wovon man sagt, ich habe es nicht kontrollieren können, weil ich da nicht belesen bin, ich kann das nicht wissen. Man sagt dort, aber ich glaube denen schon, dass es sogar in den Veden schon erwähnt ist, dass man sagt, diese merkwürdige Begegnung im Menschen,
wo das ganze Spektrum da ist, wo tatsächlich das Geheimnis des Ostens mit der Dynamik des Westens sich begegnen im Menschen, das Diesseitige, da sagt man, und was ist dann nun dieser Kontinent, wovon man sprach, wo die alten Mythologien oder sogar an der Grenze der Geschichte von Atlantis sprechen. Dort, wo man von Amerika jetzt empfindet, dass es da ist. Was ist das im Menschen? Es war ein Moment, könnte man sagen, wo für unsere Zeit, unser Zeitalter, unsere Weltäon, wie wir es jetzt erleben, Amerika sozusagen Verbindung bekam mit all dem anderen. Dann bedeutet es, es ist tatsächlich bei Menschen ein großer Kontinent da, er hat sich getrennt, es ist der Untergang von Atlantis, kann man sagen, das Verschwinden einer Welt, wodurch das getrennt wurde. Und die alte Erzählung sagt, dort, wo diese sich finden werden, das, was sich getrennt hat, gelöst hat, zurückkehrt. Merkwürdig wird das auch verbunden dort in den Veden, ich weiß aber nicht wo, ich kann nicht zitieren leider, ich habe es nur mündlich dann gehört von diesem Japaner, dass dort, wo die sich trennen, ist es so, wie der Mond sich von der Erde trennt und das ganze Weltall sozusagen auseinandergeht. Dort trennt sie das im Menschen auch, aber wenn das Spektrum vollkommen sein würde, dann bedeutet es wird das herangezogen und dann wird es vollständig. Dann kann das weiße Licht tatsächlich ganz da sein. Diese Mitteilung könnte uns vielleicht doch etwas näher bringen, dieser Frage, der Beantwortung dieser Frage. Was bedeutet dann, dass in Japan, dort im Osten an Inseln vorgelagert, dem Kontinent, nach der japanischen Mythe, Geschichte, sagen die sind nur zum Teil Asiaten, zum anderen Teil kommen wir gerade aus einem anderen Kontinent her, haben gewandert und rübergekommen von dort her, die betonen das gerade und in ihren Geschichten wird das erzählt, dann bedeutet es, im Menschen wird da diese Situation des Koans vollkommen klar, wenn der Mensch eigentlich entdeckt, dass er eine Einheit ist, danach sich sehnt, dass er nicht sagt, nur meine Gegend ist gut und richtig oder meine Sekte, sondern er entdeckt, es gibt mehrere, wo man Verbindung haben kann. Es ist doch ganz noch nicht lange her, dass man sagte, zwischen Deutschland und Frankreich, das war der Erbfeind. Wo man sogar alles bespottete, was vom anderen war. Die Distanzen waren noch größer wie jetzt. Dann gab es eine Zeit, wo man sagte, ja, die Slawen oder die gelbe Gefahr. Man hat jetzt im Menschen die Tendenz, dass man das nicht mehr sagt. Hier und da kann man noch so Reminiszenzen dran haben, aber im Allgemeinen hat man vielmehr das Gefühl, jetzt vereinigt sich das. Und wir können nicht sagen, nur wir haben Recht. Wir haben unser Recht. Die rote Farbe kann sagen, nach Rot haben wir Recht. Aber das Blau hat Recht nach Blau und nicht nach Rot. Und umgekehrt auch nicht. Dass man aber nicht sagt, wir wollen nur alles rot oder alles blau machen. Wir verstehen, dass erst eine neue Welt entstehen kann, wenn das Ganze zusammenwirkt und dann kommt das richtige Licht, das weiße Licht, das strahlt, wo all das zusammenwirkt. Dass deshalb auch das Verlangen, die Sehnsucht ist, vom einen das andere kennenzulernen. Dass der östliche Mensch gerne die Dynamik des Westlichen kennenlernt und gern nachahmen will und doch nicht kann. Dass man sagt, ja, er kann es und kann es nicht. Ein konkretes Beispiel. Ich habe es gehört, weil ich noch nie in Japan selber war. Aber Japaner haben es mir erzählt und auch Europäer, die dort oft waren, haben es erzählt und konstatiert, nämlich, dass in den japanischen Städten trotz
aller Kenntnis des Westens die Straßen und die Häuser zum Beispiel keine Hausnummer haben und die Straßen einen richtigen Namen haben. Dass man sagt, wenn man eine finden will, der muss in jene Gegend gehen, dort mal weiterfragen. Wie kann es sein, dass in Tokio, die größte Stadt der Welt, mit 12 Millionen Einwohnern, man einfach einen Menschen nicht finden kann, muss dann suchen. Und kommt in die Gegend und sagt, das ist gemütlicher. Das Geschäft weiß schon, wo der wohnt, dieser Laden. Und der dort, der Lehrer, weiß auch, die Kinder gehen in die Schule, er wird schon wissen. Aber man weigert sich irgendwie, mit großem Zwang bringt man so weit, dass etwas gemacht wird, aber man tut's nicht. Ja, warum nicht? Doch ganz einfach, sie machen doch Uhren nach, die Schweizer wissen das, und sie machen Autos nach und alles mögliche, also sehr gute sogar, Elektronenmikroskope, alles können sie. Aber auch, wenn man eine Bestellung macht, höre ich auch von Leuten, ist so kompliziert zu beschreiben, was man haben will, man Foto einschickt und so weiter, weil sie keine Nummern haben. Weil sie einfach im Japanischen muss man übersetzen aus dem Europäischen, ach, was meint er? Und dann hat ganzes was anderes. Japanische Schrift ist keine Schrift, wie wir sie kennen, aus Buchstaben, nicht mal Hieroglyphen, eine ganz andere Schrift. Die Begriffe sind Zeichen, sind Bilder, wodurch der Japaner eben nicht so geordnet denken kann wie wir. Ist nicht Rückständigkeit, es ist ganz anders sein. Das will sagen, im Menschen gibt es auch oft das Gefühl, ich kann nicht lesen so. Das bedeutet, ich kann das nicht ordnen. Wenn ich das ordnen muss, ist es tot für mich. Ich will den Menschen nicht suchen nach Nummern. Diese Straße, Nummer so und so viel. Nicht, er ist doch ein Mensch. Der Laden wird schon wissen. Es bedeutet, hier ist eine andere Beziehung zu Menschen da. Man kann sie zwingen und sagen, ihr sollt euch so entwickeln. Dem gegenüber sehen wir in ganz westlichen, dass die Straßen erste, zweite, dritte, 42., 5. und so weiter heißen, dass man da Nummern gibt, einfach keine Namen mehr, nicht mehr die August-Forell-Straße, wie bei der Burg-Hölzli oder Bleuler-Straße, nicht da so ist. Das hat einen Namen und verewigt die Leute. Hat man auch aber die Tendenz zu ordnen, dann, wenn schon Namen, das sollen die zusammengehören. Nicht der Bleuler und Forell gehören irgendwie zusammen. Also, das sind beide von dieser Region her, da müsste da ungefähr in der Nähe liegen. Das zeigt einen Ordnungssinn, der ganz richtig menschlich ist. Aber genauso gibt es im Menschen das sich widersetzen der Ordnung, weil wo ich Menschen finden muss, will ich sie nicht mit Nummern finden. Und etwas in meinem Gefühl lässt das nicht zu. Ich weiß, ich habe oft kann ich mir eine Adresse geben. Ja, die Post findet es schon, so und so, und dann lassen sie es nur, die finden es schon, finden es auch. Aber man kann mit einem Taxi nur in der Gegend rumfahren, habe ich gehört, wo der Taxifahrer die Gegend kennt. Die andere sagt, da weiß ich nichts, da ist alles für mich fremd. Aber frag dort den anderen, der wird sich schon weiterführen. Dass merkwürdige Dinge da sind, die zeigen, schau, in Menschen gibt es das auch. Wie viele Menschen gehen menschlich zugrunde, weil zu viele Nummern und Zahlen, Organisation da war. Und umgekehrt, wie viele gehen zugrunde, weil nichts von Ordnung und Nummern und Zahlen da ist. Man spürt hier, der Mensch sucht eben dasjenige, was man sagt, der ganze Mensch zu werden. Er möchte alle Farben wirklich vereinen und in einer ganz anderen Geschwindigkeit, einer anderen Dimension erfahren, dass das andere da ist. Das will also sagen, wie der Japaner dann sagt, im Menschen ist an der rechten Seite die Wurzel des Zens, aber die geht, weil hier Koan da ist, Paradox da ist, grenzt an der rechten Seite des Menschen, könnte man sagen, wenn das Linke sich weiterentwickelt, im Kreis, kommt es daher zurück. Wir haben eine Dynamik, sagt er dann selber, welche viel stärker ist als eure. Wir können das ganz exakt genauso und haben das auch. Und ich glaube, es ist eine wichtige Feststellung, wenn wir sagen, im Westen kommt eine Sehnsucht nach dieser Begegnung. Man kann spötteln und sagen, die Leute affen nach, alles nach. Tue ich auch manchmal, wenn es ärgerlich wird und zu auffallend ist. Aber es bedeutet auch,
eine Sehnsucht, den ganzen Menschen in der Menschheit zu entdecken. Dass man auch spürt, die Zeit der sich absondernden Religionen kann es nicht mehr sein. Man sagt dann, wir müssen uns auf andere Art begegnen. Dann nennt man das sozial begegnen, Entwicklungshilfe begegnen, weil man sagt, sonst können wir gar nicht miteinander reden. Es kann sehr wichtig sein, dass diese soziale Begegnung, wirtschaftliche Begegnung, politische Begegnung, also nicht religiös, einfach zeigt, dass der Zen-Mönch doch auch den Besen nimmt und kehrt und nicht nur meditiert. Das ist nicht nur falsch, dass man sagt, ich gebe auch Brot für Brüder und so weiter, dass wir das alles versuchen, etwas Gutes zu machen. Das muss nicht nur das sein. Man spürt, wir können erst miteinander reden, wenn das auch da ist. Wie man oft sagt, man kann eine Religion richtig nur erst darstellen, wenn man zeigt, dass man ein Mensch ist. Dann spricht es erst. Wenn ich nur beweisen will, wie recht ich habe, dann weiß ich nicht, wie schrecklich ich den anderen davonjage. Dass ich gerade eine Antipropaganda mache, wenn ich mit meinen Bibelchen und Versen und Traktätchen beweisen will, wie recht ich habe. Dann, dass eben nicht die Begegnung kann tatsächlich so sein, wie der neue Schüler eingeführt wird im Zen-Kloster, dass man sagt, Schüler, das bedeutet jetzt reinmachen hier. Und geh mal betteln. Nicht? Und der andere kommt mal, werden wir mal sehen. Man gar nicht, ja, einer hat mir erzählt, dass er schon 3 Jahre Schüler noch nie etwas mitgemacht hat, dass er arbeiten musste dort. Und sehr hart arbeiten musste. Das könnte bedeuten, dass wir auch einsehen, dass Begegnung von Mensch zu Mensch nur sein kann, wenn wir unsere Kategorien aufgeben und sagen, so, ich bin ein Kapitalist oder ich bin ein Sozialarbeiter oder ich bin, dass man auch da sagt, ach, jeder ist alles. Und dass das nicht wichtig ist, dass reich oder arm eigentlich im Wesentlichen auch etwas anderes sein können und nicht, dass es nicht wünschenswert ist, reich zu sein, aber doch etwas da ist, wo man sagt, was ist eigentlich reich? Bedeutet das nicht auch hier ein Klatschen von beiden Händen? Da muss das Reiche im Menschen mit einem anderen Reichtum zusammenkommen. Sonst klatscht nichts. Dieser Reiche geht an Nervenzusammenbruch zugrunde. Nicht? Er wird sonst irgendetwas Komisches bekommt er. Und der Arme will sagen, hier arm an Geld, bedeutet das arm jenseits? Wie kann es klatschen? Dass man spürt, hier sind ganz andere Begriffe zwischen reich und arm da. Dass man erst sagt, hier kann tatsächlich etwas Merkwürdiges sein, was der Zen gerade zeigt. Deine Entrückung aus der Welt, dein Gefühl, die Welt ist nicht so wichtig. Das erst zeigt dir, dass du meditieren kannst. Dann meditiert es sich bei dir schon von selber. Dann kommen diese Dinge dir von selber. Dann brauchst du nicht sagen, ich muss jetzt das erreichen oder Bücher lesen. Das bedeutet also, ich muss nicht gleich alles weggeben, aber es muss mir so gleichgültig sein, dass ich so und so lebe, das macht nichts, aber es muss eine Begegnung mit meinem eigenen Jenseitigen sein. Und das will sagen, das Diesseitige soll anerkannt werden. Religion, welche predigt nicht nach der Bibel, nach Theologie, nach ganz vielen Entwicklungen, welche predigt, dass nur der Geist so gilt, ob man reich oder arm ist und so weiter. Die Hütte des Armen, nicht? Die ist so schön und lieblich, aber selber geht in seine schöne Wohnung, in einem schönen Hause. Dann spürt man, hier ist die Hütte des Armen, eine Heuchelei. Er beheuchelt sich selber. Aber es stimmt etwas nicht. Dass man hier sagt, tatsächlich, es sollte erstmal Beziehung im Menschlichen sein, wo du zeigen kannst, du kannst da den Besen nehmen. Du kannst da rausgehen und Geld für mich sammeln. Für das ganze Kloster, nicht für dich selber. Das Betteln kommt nicht für die Gemeinschaft. Man bekommt Essen und Trinken auch beim Betteln, nicht nur Geld, und bringt das dorthin, gerade Nahrung und so weiter, und das wird zusammengepflegt und dann wird es verteilt, ausgeteilt. Dass man spürt, hier muss eine Haltung der Welt gegenüber sein,
wo ich nicht sage, jetzt ist meine Macht auch da. Wenn ich mitbestimme, habe ich Macht. Nein, mitbestimmen, ich habe keine politische Vorlesung jetzt hier, ich meine nur als Beispiel, wenn ich mitbestimme, bedeutet es, ich möchte mit dir menschlich zusammen sein. Das ist genug. Macht spielt da in diesem Sinne keine Rolle. Der einfache Mönch darf den Meister schlagen, wenn er glaubt, er sei nicht konzentriert. Es ist nicht notwendig, dass der Meister, der tut es gar nicht, dass man da eine Begegnung hat im Menschlichen, wo man spürt, dieses ist sehr wichtig, was wir hier konkret nennen. Und nicht sagen, das ist nur materiell. Das Stoffliche, das Materielle ist mitentscheidend, genauso wie das stille Meditieren, wo man sich aus der Welt zurückzieht und einem das alles kommt. Der Traum kommt, die Vision kommt, und wenn nichts kommt, sagt er, es war herrlich, es war ein Nichts. Das ist noch viel gewaltiger. Wenn man ihn fragt, was hast du dann nach diesen Stunden erfahren? Hast du rote und weiße Pferde gesehen, die miteinander kämpften? Also ich habe nichts gesehen. Einfach nichts, war dunkel und hell, ich weiß nichts war. Das ist für ihn genauso wertvoll, wie wir sagen, er muss da was geleistet haben, dann zumindest eine Vision, eine kleine Vision. Dass dann etwas, Visionchen würde man sagen, nicht, dass etwas dann da ist, wo man aus dem Meditieren es geleistet hat. Aber er sagt einfach Mu. Das Mu ist nichts. Es war eben nichts. Das ist herrlich. Der hat doch keine Angst, wie man sagt, die Stille der Gruft, wie man so schön sagt, nicht oder Totenstille, das ist ihm gar nicht erschreckend. Das kennt er. Das kennt eigentlich jeder Mensch. Nur aus dem Lärm hat er Angst vor dem. Ich möchte also sagen, für den westlichen Menschen ist es sehr wichtig, dass er diese Einheit im Menschen findet und bei sich selber wieder erkennt, wo bei ihm Zen ist, wo bei ihm das Koan ist, wo bei ihm die Frage gestellt wird, bei ihm selber, nicht von einem Japaner, er sich selber, der Japaner in ihm selber, die Frage stellt, wie klatscht die eine Hand mit der anderen? Wie kann diese eine Wirklichkeit mit der anderen zusammenhängen? Da sagt er Dinge, die nicht möglich sind. Das sagt der Zen-Meister seinen Schülern auch fortwährend. Sein Koan ist immer unmöglich, unlösbar. Und man sagt immer, sobald der Schüler anfängt, es lösen zu wollen, ist unter Zwang, der kann mal ruhig ein paar Jahre warten erst. Der kann erstmal reinmachen dort oder kochen oder Fische fangen, aber der braucht vorläufig da nichts mitzureden. Der löst noch vor seinem Koan, da hat er eine gescheite Lösung sogar. Nicht, das war eben das Merkwürdige, dass die westlichen Leute, die schon wussten, haben geschwiegen natürlich, obwohl sie sehr drängten, das zu lösen, und dann auch mit mir besprachen, was könnte die Lösung sein, nicht, aber die wussten schon, man soll es nicht sagen. Aber die noch naiv waren, richtig ehrlich westlich noch waren, die kamen mit philosophischen Erklärungen, weil die glaubten, ein Problem muss durch unser Denken intellektuell gelöst werden können. Dass eine Beziehung erst bestehen kann, wenn eben nicht gelöst wird, wenn diese andere Seite da ist, dass dann das Leben erst lebenswert ist, wenn die andere Seite da ist. Das ist für den westlichen Menschen genauso aktuell, genauso immer real mit ihm gewesen, wie für den Japaner. Dass der westliche Mensch dynamisch ist und seine Meditation auf ganz andere Art zustande kommt, körperlich in der Erscheinung, vielleicht während er geht, während er etwas tut, während er tanzt, während er Lärm macht sogar, könnte sein, dass bei ihm das so kommt. Man sollte nicht sagen, ich schließe das aus, denn auch diese Seite des Schalles, wo der Lärm gehört wird und sehr viel Lärm ist genauso menschlich. Man kann nicht sagen, das schließe ich aus. Wenn ich aber auch weiß, dass die Stille dem gegenübersteht, ich könnte ein Koan machen, wo ich sagen würde, hörst du den ohrenbetäubenden Lärm der Stille? Bitte erklären Sie mir das. Nicht, und dann, das sagt er, fängt er an philosophisch, nein, sage ich dann, reden Sie vorläufig nicht. Das bedeutet, eine Erfahrung, gibt es das? Ja, würde ich sagen, das Zwischen ist eben der Mensch. Das zwischen diesen ohrenbetäubenden Lärm und dieser Stille,
des Todes, könnte man fast sagen. Das ist der Mensch. Das ist diese Welt mit ihrem Lärm und der Tod mit der Stille. Das ist eben dieser Mensch in jeder Hinsicht. Und der westliche Mensch kennt das genauso. Wir sollten vielmehr nicht eine Art vergleichende Religionswissenschaft kreieren, wo wir sagen, die sagen das so interessant und die sagen so noch interessanter und dann das zur Kenntnis nehmen, sondern versuchen, bei uns selber erleben, dass all das tatsächlich nicht zu vergleichen ist, aber in uns Realität ist. Ich kann nicht Rot und Violett und Gelb vergleichen. Ja, es sind verschiedene Farben, kann ich höchstens sagen. Aber meine Realität ist das ganze Spektrum. Das bin ich und das bin ich fortwährend. So könnte der Westen dem Zen begegnen. Und ich bin überzeugt, auch aus meinen Gesprächen mit diesem Meister Hirata, der einer der Großen, man kann das nicht vergleichen, kann ich sagen, kann eine Note geben, wie weise der Hirata ist für andere, aber ich kenne verschiedene Japaner, die welche von dieser gleichen Region herkommen, Nishitani und verschiedene, die tatsächlich diese bekannte Tatsache in sich dann haben und sagen, ja, wir erwarten eigentlich, dass ihr euren eigenen Zen findet. Was wollt ihr von uns? Wir leben so, ihr lebt so, aber wir sind Brüder miteinander. In eine Farbe mündet alles aus. Und nicht, dass wir getrennt bleiben. Aber der ist das und der ist das. Und gerade deshalb ist es so möglich, dass Beziehungen kommen. Rot zu Rot hat keine Beziehung. Es kann sich nicht konfrontieren. Es sind die gleichen Hände der gleichen Realität. Es muss eben die andere Möglichkeit da sein. Das meine ich auch, wenn ich sage, schwärme doch nicht in einer romantischen, sentimentalen Art von Zen oder Indien oder Persien oder Islam oder irgendeine Richtung oder Indianer war eine Zeit Mode. Bedenke, dass all das bei dir selber da ist. Du brauchst nicht mit dir selber zu schwärmen. Du kannst es bei dir selber zurückfinden. Und eigentlich weißt du in deinen Träumen nachts und tagsüber, in deinem Wunsch, in deiner Sehnsucht, dass du eigentlich dich sehnst, diese Einheit bei dir selber festzustellen und da sein zu lassen. Und nicht verärgert zu sein, dass ein anderer anders ist. Das bedeutet schon sicher der Ärger Anfang einer Beziehung. Das ist jedenfalls besser wie Schwärmen. Denn Ärger bedeutet Konfrontation. Und zwei, die miteinander aufeinander stoßen, das kann etwas bringen. Und es ist gut, dass man sich dann ärgert. Denn das könnte eine Beziehung kommen. Über Hass kann eine Beziehung entstehen. Nicht über Sentimentalität. Das eben ist nicht möglich. Und so ist es gut, dass wir uns klar werden, dass das bei uns da ist. Dass Osten und Westen geografisch im Menschen auch da sind. Als rechts und links und oben und unten, als Süd und Nord. Dass im Menschen da ist und nicht gesucht werden muss nur dort, sondern die Beziehung, was ist meine rechte Seite verbunden mit Japan? Das kann ich nicht logisch erklären. Das ist wieder ein Koan. Und dennoch ist diese Beziehung da und deine rechte Seite hat mit dem zu tun. Dass das Geografische, Historische genauso im Menschen Dinge sind, die im Körperlichen, im Leiblichen dastehen. Das ist die Sprache des Menschen. Das ist, dass deshalb gewisse Kulturen Sprache haben mit Buchstaben, mit Zeichen, wodurch eine ganz andere Art des Denkens entsteht und andere Sprachen nur Zeichen haben für ganze Begriffe und andere Kulturen überhaupt keine Schriftsprache haben, wo nur gesprochen wird und gar nicht überliefert werden kann, weil keine Schriftsprache möglich ist. Das will nicht sagen, das sind unterentwickelte oder schlechte, dumme Kulturen, das sind ganz andere. Wenn wir nächstes Mal, das wird am 6. Mai sein, von Schwarzafrika sprechen, dann werden wir sehen, dort gibt es keine Schrift eigentlich, die kam später. Ja, wir wissen in Europa auch, dass die Kelten und so weiter keine Schrift hatten. Wir wissen von den Römern, von den Kelten etwas, aber die Kelten selber haben uns nichts mitgeteilt. Und was war vorher? Das bedeutet, was ist im Menschen die Abwesenheit der Schrift? Wo ist die Region im Menschen? Denn auch Schwarzafrika ist im Menschen da.
Auch der Indianer ist im Menschen da. Man sagt, ja, die südamerikanischen, zentralamerikanischen Kulturen, Azteken, Inkas, konnten nicht schreiben. Leider